Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Thema, das mir jetzt schon ein bisschen unter den Nägeln gebrannt hat, weil es wirklich auch was ein bisschen Persönliches ist. Und zwar möchte ich euch heute darüber informieren, dass die Website abgeschaltet wird. Jetzt nicht gleich in Panik ausbrechen, das bedeutet nicht das Ende von meinem Kanal oder sonst irgendwas, und es gibt für so ziemlich alles Alternativen. Und ich will euch auch ganz kurz meine Gründe erläutern und euch dann natürlich auch die Alternativen vorstellen. So, zwei Hauptgründe hat das Ganze, und zwar, eigentlich sind es drei Gründe, aber der dritte Grund ist eigentlich so ein Nebengrund. Fangen wir mit dem Nebengrund an. Und zwar, der Server ist in letzter Zeit öfters mal einfach down gegangen. Das Ganze ist nervig für mich, weil ich muss mich natürlich darum kümmern. Das heißt, ich muss mich irgendwie einloggen, muss schauen, was ist gerade passiert, muss den ganzen Server neu starten und so weiter und so fort. Und das braucht viel Zeit. Und ich habe keine Ahnung, warum der Server die ganze Zeit abgeschmiert ist, ob es am Hoster lag oder ob es an irgendwelchen Angriffen lag. Das weiß ich tatsächlich nicht so einfach. Ist auch egal, nervt mich persönlich nur megamäßig. Weil, wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich an meiner Masterarbeit aktuell und die frisst wirklich viel Zeit. Also nur so, um einen Vergleich zu haben, ich hatte in meinem ersten Monat, das war der März, in meinem ersten Monat hatte ich, glaube ich, 200 Arbeitsstunden oder sowas nur für die Masterarbeit. Da ist noch nichts für YouTube dabei gewesen, also noch nicht aufgenommen, noch nicht geschnitten, noch nicht hochgeladen, noch keine Kommentare beantwortet. All diese Sachen habe ich dann noch nicht gemacht gehabt. Und das ist natürlich dann schon ein wenig krass, meiner Meinung nach. Beziehungsweise ich war sogar etwas über 200 Stunden, aber das ist egal. Dann könnt ihr euch gerne mal ausrechnen, wie viele Stunden am Tag ich dran saß. So im Durchschnitt. Bitte rechnet ein, dass man theoretisch Samstag, Sonntag nicht arbeitet. Theoretisch. Praktisch war es dann doch bei mir ein bisschen anders. Aber egal, auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, das Ganze frisst einfach nur viel Zeit. Und die beiden Hauptgründe sind nämlich vor allem: erstens mal, die Website hat keinen Mehrwert, dazu komme ich sofort. Es gibt für alles jetzt mittlerweile Alternativen und die Website wird einfach quasi nicht mehr benutzt, weil die Alternativen einfach teilweise besser sind, beziehungsweise sinnvoller sind, moderner sind oder irgendwie cooler sind oder weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall, das Ganze muss nicht so viel Zeit kosten, weil Patchen und so weiter, ich meine, manche Sachen patchen automatisch, klar, aber manche Sachen muss man trotzdem machen. Man muss Backups machen, man muss schauen, ob vielleicht das Forum nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Ja, dafür gibt es auch Updates. Und man müsste auch mal die Website hier optisch ein bisschen aufhübschen. Die Website sieht nicht so modern aus, wie sie eigentlich sollte. Habe ich zumindest schon sehr häufig gehört. Ich persönlich habe da nicht so hohe Ansprüche, aber ich gebe zu, dass sie nicht die hübscheste ist. Und sie bietet einfach nicht den Mehrwert, den man sich gerne wünschen würde. Sprich, man braucht die Website eigentlich nicht. Ich meine, wer von euch war da schon mal drauf und ist da auch wirklich länger mal drauf geblieben? Gut, der letzte Grund ist die neue Datenschutzgrundverordnung, die jetzt dann im Mai, glaube ich, rauskommt. Also auf jeden Fall demnächst rauskommt. Und ja, ich habe tatsächlich ein Gespräch von ein paar Anwälten mitgehört, beziehungsweise Leute, die sich mit Jura auskennen, und einem Anwalt. Und der Anwalt hat gemeint, dass er selber keine Ahnung hat, was genau jetzt eigentlich abmahnbar ist, sprich für was man verklagt bzw. angeklagt werden könnte, grob gesprochen. Und er wartet auf die ersten Gerichtsurteile. Aber er hat auch erwähnt, dass einige Anwaltskanzleien nur darauf warten, tatsächlich arme Benutzer abzumahnen. In dem Zuge sind auch schon die Server von Facebook von Irland nach USA migriert worden, beziehungsweise die User-Daten von Irland nach USA migriert worden, und Google kann sich natürlich die besten Anwälte der Welt leisten. Aber so arme Würstchen, die quasi fast nichts verdienen und keine Ahnung von Recht haben, wie ich zum Beispiel, die sind natürlich einfach komplett das beliebteste Angriffsziel überhaupt. Und das möchte ich halt nicht unbedingt riskieren gerade. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall mal eine Weile die Website aushaben, und wenn dann sich alles wieder so ein bisschen gelegt hat, wenn man weiß, was man beachten muss, dann mache ich das ganze Ding wieder an. Also es geht natürlich um Datenschutz, ganz klar. Ich finde es auch gut soweit, was die EU da gemacht hat. Praktisch ist es halt einfach so, die großen Konzerne gehen halt einfach außerhalb von den USA ihre Daten lagern, und wir kleinen Schlucker haben halt keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich habe schon immer probiert, eure Daten quasi so wenig wie möglich zu speichern, beziehungsweise das, was ich gespeichert habe, irgendwie zu anonymisieren und so zu verwenden, dass man es halt quasi nur für diesen Zweck verwenden kann, aber man weiß einfach nicht, was da auf einen zukommt. Ich finde Recht so ein bisschen undurchsichtig, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe keinen Bock, mich durch 100 Gesetzesbücher durchzulesen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, mich damit zu beschäftigen, und die Website bringt eh nichts mehr, deswegen wird die jetzt einfach ausgemacht. So, jetzt zu den Alternativen. Was konnte die Website? Wir hatten hier
Die Startseite, die war gut, halt einfach eine Verlinkung auf die restlichen Dinge. Wir hatten die Tutorials. Hier gab es einfach ein paar, naja, ein Guide sozusagen, was ich für Tutorials gemacht habe. Und das musste man natürlich theoretisch auch regelmäßig updaten, was ich auch nicht häufig genug gemacht habe. Was man aber tatsächlich besser finden kann, ist einfach meine Kanalstartseite. Da ist alles drauf verlinkt. Jede Playlist ist in einem passenden Bereich. Wir haben hier zum Beispiel alles, was mit Python zu tun hat. Wir haben hier alles, was mit Anonymität, Sicherheit, Hacking und Betriebssysteme zu tun hat, haben wir hier drin. Wir haben hier alles, was mit Webentwicklung zu tun hat. C, da werde ich vielleicht noch ein bisschen was ummurksen müssen und die Bereiche mal überarbeiten, weil es ist ja egal, ob Java oder nicht Java. Aber das Problem ist natürlich auch, ich kann die Bereiche nicht beliebig groß machen. Zum Beispiel hier kann man immer weiter scrollen, das machen viele nicht. Wollte ich euch nur mal kurz darauf aufmerksam machen, hier ist ein Scrollpfeil. Dann natürlich theoretische Informatik und so weiter und so fort. Und ja, da ist eigentlich alles drauf verlinkt, was man sich so wünschen würde. Deswegen hat das eigentlich überhaupt keinen Sinn, diese Tutorials hier zu zeigen. Man kann auch direkt einfach auf die Kanal-Homepage verlinken. Dann zweiter Punkt sind die Tools. Die tun mir tatsächlich ein bisschen weh, weil die wurden sowohl von euch als auch von mir geschrieben, sind auch wirklich cool geworden. Und die habe ich leider natürlich nirgendwo anders irgendwie gehostet oder sowas. Das heißt, die sind halt tatsächlich einfach nicht mehr da. Zumindest vorerst nicht. Vielleicht mache ich die später mal wieder da oder öffentlich sozusagen. Aber im Endeffekt kann man sie sich natürlich auch einfach bei GitHub, die meisten von euch haben sie sowieso über GitHub gehostet und man kann sie sich auf GitHub runterladen und dann lokal bei sich hosten und hat dasselbe Ergebnis dafür. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber die meisten von euch werden sowieso irgendwie PHP oder sowas bei sich installiert haben. Dann Community, dazu komme ich sofort. Wobei, nee, machen wir zuerst Community. Und ja, hier sehen wir, jetzt sehen wir es nicht, okay. Vorhin, als ich den letzten Take gemacht habe, der hat nicht so gut geklappt, weil ein Wecker geklingelt hat, böser Wecker, hat es hier eine Scroll-Leiste gegeben, jetzt ist sie nicht mehr da. Da kommen wir eben schon zu dem nächsten großen Problem von der Website. Sie ist stylisch, also nicht nur, dass der Style nicht gut aussieht, aber manche Funktionen sind halt einfach nicht mehr up-to-date, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, die Browser haben irgendwas geändert und es sieht halt einfach nicht mehr so aus, wie es aussehen sollte. Zumindest auf manchen Browsern. Und das ist natürlich auch doof. Aber egal, kommen wir zu den Funktionen hier. Wir hatten hier eine Umfragefunktion. Wir hatten hier, welche Programmiersprache soll ich lernen? Das war so ein kleiner Guide. Wenn ihr was Einfaches zu lernen haben wollt, wenn ihr große Projekte habt, wenn ihr schnelle Programme wollt und so weiter und so fort. Ja, das Ganze werde ich jetzt einfach mal tatsächlich in Videoform machen, weil ich glaube, dass da tatsächlich auch mehr Leute... jetzt ist der Balken wieder da. Ich raff's nicht. Egal. Wenn ihr hier sozusagen draufgeklickt habt, hattet ihr so eine grobe Empfehlung, was ihr lernen könnt, wenn ihr gerade keine Ahnung habt. Das will ich tatsächlich jetzt in Videoform vielleicht mal machen, so ein Guide zu meinem Kanal und da werde ich dann einfach drauf verlinken. Und dann hatten wir hier eine Umfrage, was die nächste Serie werden wollt, zu der komme ich gleich mal. Und ja, wir hatten hier auch schon relativ eindeutige Ergebnisse, dass ihr unbedingt Reverse Engineering haben wollt und auf keinen Fall Excel bzw. auf keinen Fall PowerPoint. Hip-Hop meint hier übrigens die Sprache Hip-Hop und nicht die Musikrichtung, keine Sorge. Gut. Aber ja, das heißt, ja, wir hatten hier eine Umfrage und wir hatten Themenwünsche und Videowünsche. Zu der Umfrage. Ich habe jetzt ein grobes Bild, was euch so interessiert und ich glaube sowieso, dass die Umfrage ein bisschen... manipuliert wurde, sagen wir einfach mal, aber ja, das Ganze ist sinnvoll tatsächlich gewesen, um ein Bild zu bekommen, was ihr so definitiv haben wollt und was ich so als nächstes machen möchte. Warum habe ich mich jetzt in letzter Zeit wenig an dieser Umfrage orientiert, beziehungsweise warum haben wir immer noch kein Reverse Engineering gemacht? Das liegt einfach daran, dass ich momentan wirklich sehr stark eingespannt bin von der Uni und von dem Community-Projekt. Das Community-Projekt braucht Serien wie zum Beispiel Flask und Angular. Und für die Uni musste ich auch spezielle Dinge lernen. Wer es nicht weiß, ich schreibe meine Masterarbeit über neuronale Netze und Hacken, sozusagen umgangssprachlich, also Penetration Testing für Webseiten mit einer künstlichen Intelligenz. Und da muss ich natürlich dann auch so Sachen lernen wie PyTorch habe ich gelernt dafür. So Sachen musste ich eben lernen wie irgendwas für Webentwicklung, logischerweise. Gut, da hatte ich schon eigentlich alles, was man brauchte. Und ja, dadurch bin ich jetzt momentan eigentlich fast fest auf meine Serien festgelegt gewesen, weil ich eben für mich einzelne Sachen lernen musste, beziehungsweise euch dann wirklich Sachen geben musste. Sowas auch übrigens mit Software Engineering und Netzwerktechnik, das waren auch Dinge, die aus der Uni kamen, beziehungsweise die wir fürs Community-Projekt brauchten. Deswegen habe ich mich da jetzt momentan nicht so sehr
dran orientiert, aber was ich jetzt machen möchte, sobald ich irgendwie wirklich nicht weiß oder nicht 100% sicher bin, was ich als nächstes machen möchte, frage ich einfach meine Patreon-Supporter. Das heißt, ich lasse da einfach abstimmen unter den Themen, die ich vielleicht machen möchte, die ich weiß, dass für euch irgendwie interessant sind. Und ja, da haben wir dann natürlich auch hier, sobald ihr sozusagen ein Supporter seid, könnt ihr dann bei den Umfragen mit eben abstimmen. Aber das mache ich eben nur, wenn ich wirklich auch für mich gerade wirklich keine Ahnung habe, was ich lieber machen möchte. Und dann frage ich einfach mal meine Supporter, was ja auch tatsächlich sinnvoll ist. Zu den Themenwünschen und Videowünschen. Das ist natürlich jetzt ein Bereich gewesen, da konnte man einfach irgendwas reinschreiben, sofern es nicht schon existiert hat. Und das war eigentlich eine relativ simple Anwendung, die einfach in die Datenbank geschrieben hat. Keine Sorge, war nicht angreifbar. Aber ich habe tatsächlich gesehen, dass ein paar von euch erstens ein paar Cross-Site-Scripting-Angriffe geführt haben, weil sie hofften, dass das Ganze bei der Umfrage auftaucht. Ich habe es gemerkt und keine Sorge, es ist nicht gegangen, aber was tatsächlich funktioniert hätte, wäre hier ein Denial-of-Service-Angriff relativ leicht durchzuführen, was natürlich auch nicht unbedingt sinnvoll ist. Und ja, was ich stattdessen eben jetzt mache, ist, ich habe hier eine Liste und dann ist das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher für euch, eine Liste mit geplanten Serien, da fehlt das N, was ich alles noch machen möchte. Und da seht ihr, das Ganze ist wirklich... Holy fuck, ist das umfangreich. Sorry für den Ausdruck. Ich dachte mir so, als ich das alles zusammengestellt habe, also ich hatte das tatsächlich analog erstmal auf mehreren Schmierzetteln aufgeschrieben. Und ja, hier sehen wir wirklich, es ist so unglaublich viel, was ich eigentlich machen möchte. Und selbst die Sachen, die ich gemacht habe, will ich trotzdem nochmal überarbeiten bzw. ergänzen. Aber ja... wir sehen hier unter den Sprachen, also ich habe das Ganze aufgeteilt in Sprachen, eigene Sprachen, die man so auch wirklich selbstständig lernen kann. Ich habe hier Module für euch, die vielleicht interessant sind. Das sind jetzt natürlich nicht alle, die irgendwie interessant sind, aber so die berühmtesten. Achtet darauf, Module, die unter Web Development fallen, habe ich nochmal separat reinsortiert, weil eben so Sachen, ja, ich meine, Spark ist für Java oder Spring ist für Java. Spring ist ein super Framework übrigens, ein riesiges Ding. Und das habe ich auch noch nicht vorgestellt, aber das fällt natürlich theoretisch auch unter Module. Praktisch ist es aber natürlich Web Development und Web Development ist einfach so unglaublich viel, dass ich das jetzt hier reingeschrieben habe, um ein kleines bisschen die Übersicht zu behalten. Dann habe ich hier grob aufgeschrieben, was ich unter Hacking machen möchte, wobei Web Application Vulnerability, da bin ich tatsächlich aktuell dran und da fällt immer auch so ein bisschen mehr darunter. Das heißt, diese Serien sind eigentlich sehr, sehr groß jeweils. Und ja, das musste ich erstens für meine Masterarbeit natürlich viel davon machen und ist auch tatsächlich ein Goal bei Patreon. Warum ist das bei dem letzten Goal? Wir haben hier viele, viele Goals und ihr seht, sobald wir hier $192 erreichen, wird natürlich auch Web Application Vulnerability von mir veröffentlicht. Was aber nicht heißt, dass ich das nicht machen würde, auch wenn dieses Goal noch nicht erreicht ist. Sobald ich irgendwie mal vernünftig Zeit habe, mache ich da natürlich auch mehr. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie noch ewig warten, bis Reverse Engineering kommt. Ich will da natürlich auch trotzdem noch weitermachen. So, dann haben wir hier Theorie. Was wir hier sehen, ist eigentlich meistens fast ausschließlich theoretisch, aber trotzdem mit ein bisschen Praxis verbunden. Vor allem Mathe ist natürlich fast komplett theoretisch. Kryptowährung habe ich jetzt mal nur Ethereum oder Ethereum aufgeschrieben und Solidity, die Programmiersprache von Ethereum. Wobei da natürlich dann noch sehr, sehr viele weitere Kryptowährungen kommen, aber das ändert sich so rasend schnell, dass man da immer gucken muss. Und dann hier noch andere Serien, sowas wie Privacy ist wirklich was ich sehr, sehr dringend mal machen möchte. Das ist mehr oder weniger die Überarbeitung von der Anonymität im Internet-Reihe, die zwar schon ein paar wichtige Aspekte hat, aber vielleicht auch nicht mehr komplett aktuell ist. Da will ich natürlich dann auch nochmal einiges machen. Und dann haben wir hier meine Serien, die ich gerne überarbeiten will und besondere Themen und so weiter. Das heißt, ihr habt jetzt hier mit dieser Liste, habt ihr natürlich jetzt auch mal einfach einen Einblick, was ihr sozusagen alles von mir noch bekommen könntet. Das Problem ist natürlich, dass ich nebenher sozusagen in Anführungsstrichen noch momentan studiere. Und wenn ich fertig bin mit dem Studium, muss ich natürlich auch irgendwie anfangen zu arbeiten, logischerweise, damit ich irgendwie vernünftig Geld verdiene, weil YouTube trägt das nicht alles. Sprich, ich versuche natürlich, so viel ich kann zu machen, aber irgendwie natürlich auch nicht unendlich viel. Wenn ich jetzt Vollzeit daran arbeiten würde, wäre das natürlich was anderes, aber das kann ich mir wirklich aktuell noch nicht erlauben. Aber das ist ein anderes Thema, darüber will ich jetzt gar nicht reden. Was jetzt wichtig ist, wenn ihr irgendwie Vorschläge für mich habt,
dann könnt ihr sehr, sehr gerne einfach die Kommentierfunktion, also ihr dürft das Ding nicht bearbeiten, dazu habt ihr keine Rechte. Ich werde euch natürlich den Link hier in die Beschreibung hängen und ihr könnt dann einfach, wenn ihr irgendwie Wünsche für Serien habt, könnt ihr einfach am besten das Ding hier bookmarken oder sowas und dann könnt ihr hierher gehen und sagen, ich möchte hier ein Kommentar einfügen. Das dürft ihr und dann könnt ihr hier sagen, hey, ich möchte Serie, keine Ahnung, also ich habe versucht an so ziemlich alles zu denken. Achtet bitte darauf, dass es noch nicht hier drin ist. Und dann könnt ihr hier sozusagen einfach kommentieren, wenn ihr noch mehr Serien haben wollt. Und ich versuche die dann hier irgendwie passend einzufügen. Und dann habt ihr auch immer eine Übersicht, was jetzt gerade irgendwie interessant für mich ist. Und Achtung, das ist wirklich alles unsortiert. Also, keine Ahnung, eine Godot-Engine, die halt ganz unten steht, ist genauso relevant wie Privacy. Okay, vielleicht in dem Fall nicht ganz so relevant. Aber normalerweise ist das alles unsortiert. Und ja, ich habe versucht, an so möglichst alles zu denken, was irgendwie relevant sein könnte. Und ja, wenn ihr natürlich noch Vorschläge habt oder speziell auch eine Quelle für mich habt, weil ihr meint, dass irgendwas für mich noch interessant sein könnte, von dem ich noch nichts gehört habe oder sowas, einfach her damit. Ihr könnt mir natürlich auch normal Kommentare schreiben. Ich werde diese Liste hier dann pflegen und da alles einarbeiten. Dann werde ich mich hier halt immer ein paar Themen rauspicken, die ich entweder gerade persönlich sehr interessant finde oder die ihr interessant findet oder die dann halt bei der Abstimmung rausgekommen sind. Und ja, das ist dann so ziemlich der Plan. Und dann seht ihr, ist eigentlich so ziemlich alles, was wir hier haben, komplett überflüssig geworden. Was jetzt also noch da ist, habe ich schon zum FAQ was gesagt? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil ich erstens schon seit 5 Uhr wach bin und zweitens das Ganze hier schon ein paar Mal aufgenommen habe. Deswegen, ja, entschuldigt, falls ich mich wiederhole. Das FAQ steht jetzt natürlich einfach auf der Kanalbeschreibung, die ihr hier über Kanalinfo findet. Beziehungsweise nicht das FAQ, da könnt ihr mir natürlich auch immer Fragen stellen, wenn ihr irgendwie Fragen zu mir habt. Die beantworte ich sowieso meistens, das machen auch die meisten, so die wenigsten lesen sich das FAQ tatsächlich durch, aber das Impressum ist natürlich jetzt auf meinem Kanal drauf. Und das Forum, ja, dazu jetzt noch kurz ein paar abschließende Worte, und zwar gibt es jetzt mittlerweile einfach Reddit. Reddit ist sozusagen ein Forum, ja, halt ein Forum. Und warum gibt es jetzt Reddit, wenn das Forum doch eigentlich nicht benutzt wurde? Ganz einfach, ich finde, ein Forum hat einfach einen vollkommen anderen Sinn, wie jetzt zum Beispiel ein Discord-Channel. Discord haben wir natürlich auch, Link ist hier oder in jeder Videobeschreibung übrigens drin, für die Leute, die mich fragen, bitte lest die Videobeschreibung. Genau, warum ist es jetzt hier irgendwie nochmal trotzdem dabei? Genau, es gibt Discord und es gibt sozusagen ein Forum, in dem Fall Reddit. Und sorry für die lauten Geräusche, ich weiß nicht, was meine Nachbarn mal wieder machen. Ja, das Forum ist dazu da, dass man Sachen posten kann und die bleiben dann da einfach erhalten. Das heißt, ich kann jetzt hier was reinschreiben, wie zum Beispiel diese YouTube-Playlists, die alphabetisch sortiert sind, was super hilfreich ist übrigens, Dankeschön dafür. Und ja, natürlich auch die anderen Posts sind super hilfreich, aber die Sachen bleiben einfach erhalten und die bleiben dann und werden einfach, die verschwinden nicht. Während wenn jetzt jemand was auf Discord postet, kriegt er eine Antwort und die Sache ist eigentlich geklärt. Und niemand guckt irgendwie 5 Wochen alte Posts auf Discord an, es sei denn, er wurde vielleicht drauf markiert. Aber die wenigsten gucken jetzt 5 Monate oder Wochen alte Discord-Posts an, während das hier natürlich kein Problem ist. Das heißt, wir haben hier einfach 2 völlig unterschiedliche Anwendungsszenarien, die jetzt auch tatsächlich einfach das Forum ersetzen. Und das heißt, alle Funktionen von der Webseite sind jetzt soweit ersetzt. Das heißt, diese Website wird vorerst offline gehen. Allerdings, und jetzt das Wichtige am Ende, scheiße, die meisten haben wahrscheinlich sowieso schon abgeschalten. Okay, dann vielleicht trotzdem das Wichtigste am Ende. Ich werde jetzt nicht irgendwie sagen, hey, nie wieder eine Website oder sowas. Nein, auf keinen Fall. Ich will einfach eine modernere, sinnvollere Website für euch haben, die nicht irgendwie versucht, alles auf einen Punkt hier zu konzentrieren, dass man hier überall sozusagen hin verlinkt wird und alles auf einen, dass man hier irgendwie alles direkt über 5 Klicks erreichen kann, sage ich jetzt mal. Nein, das möchte ich tatsächlich nicht machen, sondern ich möchte eigentlich für euch eine sinnvolle Website schreiben. Okay, sorry, kurzer Cut, weil es einfach nur mega laut war. Genau, ich will für euch eine Website schreiben, die auch wirklich was bringt. Das heißt nicht was, wo ihr irgendwie einfach nur eine Linksammlung habt, sondern ich will für euch was Vernünftiges schreiben. Ich habe auch schon super viele Ideen dafür und ich muss sie nur noch umsetzen. Das Problem ist einfach, dass ich momentan leider durch die Masterarbeit und so weiter und natürlich, weil ich für euch auch immer wieder neue Videos machen möchte, dass ich dazu einfach noch nicht dazu gekommen bin. Und ja, das hätte die Website, also diese Website hier so oder so, früher oder später ersetzt. Jetzt gibt es halt diese momentane Downphase einfach dadurch, dass ich mir sage, okay, die neue Datenschutzgrundverordnung
lassen wir einfach mal lieber sein. Ich hätte das lieber nicht da und wir haben halt einfach so lange jetzt, bis die neue Website da ist, haben wir halt einfach keine Webseite. Ja. Gut, falls ihr irgendwelche Probleme damit habt oder irgendwas noch dringend haben wollt oder sowas, dann schreibt ihr mir einfach bitte, sagt mir Bescheid und wir regeln das. Ich werde sie jetzt nicht heute abschalten, ich werde es vielleicht morgen tun, vielleicht aber auch erst übermorgen. Und ihr könnt mir dann einfach Bescheid sagen oder vielleicht mache ich es doch heute mal gucken. Ihr könnt mir einfach Bescheid sagen, wenn ihr irgendwas habt oder wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwelche Funktionen fehlen oder ihr irgendwas vermisst. Meldet euch einfach bei mir und ja, ihr wisst, ich versuche immer auf die meisten Kommentare bzw. auf alle Kommentare zu antworten, zumindest wenn ich sie sehe. Und das tue ich eigentlich auch meistens. Zumindest, wenn YouTube nichts kaputt macht. Gut, das war's jetzt von meiner Seite tatsächlich und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao.